Hallo Frau Peters, Hallo? wir sind ungefähr 4 Monate nach der gesichtsfeminisierenden Operation, die Sie hier hatten. Und ich hätte ein paar Fragen dazu. Ja, klar. Die erste wäre, warum haben Sie überhaupt so eine OP machen lassen? Was waren die Beschwerden, die Probleme, die Sie hatten? Ja, also ich denke mal, das lässt sich ganz gut zusammenfassen, dass ich halt mit meinem Gesicht als Ganzes nicht zufrieden war. Ich habe halt, dadurch, dass ich jetzt viele, viele Jahre dann eben mit dem Gesicht auch schon mich auseinandergesetzt hatte, sehr unzufrieden geworden bin und ich einfach nicht mehr so weitermachen konnte. Und ja, das ist eine logische Schlussfolgerung, dass man dann eben sich auch chirurgisch operieren lässt. Ja. Und warum sind Sie dafür zu mir gekommen? Da habe ich mehrere Quellen und mehrere Leute haben halt sie empfohlen. Und ja, wenn man halt recherchiert, dann trifft man natürlich relativ schnell auf die Two-Pals-Klinik und kriegt auch relativ gute Sachen davon mit. Und ich hatte dann auch Kontakt mit einer, die hatte sich auch bei Ihnen operieren lassen. Mit der hatte ich dann auch ein persönliches Gespräch und die hat dann quasi nochmal bestätigt, dass alles okay war, dass es keine Beschwerden gab. Natürlich gab es immer mal wieder Beschwerden, was man so mitbekommt, aber der Großteil hat wirklich immer gesagt, ich bin top zufrieden mit den Ergebnissen. Und auch vom Preis-Leistung her ist es okay, das konnte ich stemmen, den Betrag, und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Die Vorher-Nachher-Fotos in unserer Webseite haben Sie sich auch angeschaut? Ja. Und war das wichtig in der Entscheidung, hierher zu kommen? Eher nicht. Also meine Entscheidung hatte ich vorher schon gefasst, dass ich das auf jeden Fall machen werde. Die Vorher-Nachher-Bilder, die fand ich halt auch sehr ermutigend, dass ich das dann auch schnellstmöglich hinter mich bringe, dass ich diese OP dann machen lassen werde. Aber das war sehr schöne Ergebnisse auf der Webseite, die haben mich dann nochmal ermutigt, gestärkt. Ja. Und wie finden Sie das Ergebnis Ihrer OP? Ich bin sehr zufrieden. Ich würde es auch einer Freundin weitererzählen, die auch über eine Gesichts-OP nachdenkt. Und ich kann nicht klagen, mein Leben hat sich verbessert. Ich werde nicht mehr fragend angeguckt, das war ja immer mein Problem. Und ja, im Grunde ist meine Lebensqualität deutlich gestiegen. Das ist gut zu hören. Können Sie noch ein bisschen was erzählen über die Erholung nach dieser OP? Ja, es ist natürlich, man hat mit Taubheit im Gesicht zu kämpfen, Essen und gewisse Dinge sind schwer, Sachen zu kauen. Aber das legt sich relativ schnell wieder. Es war 1 Monat, bis ich wieder normal Dinge kauen kann, beißen kann. Und im Grunde war es jetzt nicht schlimm, ganz und gar nicht. Ich habe auch jetzt nach 4 Monaten nach der OP wieder Gefühl im Kinn, in der Stirn, was am Anfang noch gänzlich taub war. Da habe ich jetzt wieder Gespür. Und ich erhole mich super. Die Schwellungen sind relativ schnell zurückgegangen. Circa 1,5 Monate bis 2 Monate war das Gröbste weg, abgeschwollen. Da passiert natürlich jetzt noch ein bisschen was und ich bin zufrieden, die Erholung läuft gut, ja. Ja, und wie lange hat es gedauert, bis Sie wieder, sagen wir mal, auf die Straße gehen konnten? Ich bin ja am 9. Tag nach der OP bin ich ja hier entlassen worden und als ich dann zu Hause war, muss man natürlich zwangsläufig einkaufen und Dinge erledigen, wo man dann halt auch in der Öffentlichkeit ist. Und da habe ich mich dann, ich war natürlich auch sehr selbstbewusst, auch wenn mein Gesicht geschwollen war ich sehr selbstbewusst, mein neues Gesicht dann halt auch zu zeigen. Auch wenn es ein bisschen noch, gerade die Augenpartie war noch sehr angeschwollen, aber das war mir egal. Ja, ich bin dann relativ schnell auch vor die Tür gegangen und habe Freunde getroffen und Leute gesehen, ja. Hat es noch irgendwelche Komplikationen gegeben, unerwartete Sachen? Nein. Ich hatte ein bisschen, als ich der Faden im Mund gelöst hatte, war ich ein bisschen bange, ob das richtig ist, aber das war ja dieser Faden, der sich halt von alleine löst, deswegen war alles in Ordnung und so gesehen keine Komplikationen. Ja. Sie waren dann auch eine Weile hier im Gästehaus.
Können Sie darüber noch was erzählen? Im Gästehaus war sehr schön. Also ich kann da keine negativen Dinge äußern. Das Essen war stets lecker und es war alles sehr sauber. Ich habe mich wohl gefühlt. Nach der OP ist es natürlich, dass man nicht gerade sehr aktiv ist, auch wenn es gut ist für die Erholung, wenn man halt ein bisschen aktiv ist. Natürlich geht das nicht komplett, aber man hat hier die Möglichkeit auch sich zu bewegen und man kann vor die Tür und man kann auf dem Balkon, es liegt an einem selber, ob man halt im Bett rumliegt oder ob man halt ein bisschen den Gang hoch und runter, vielleicht mal auf dem Balkon, mal ein bisschen hier mit der netten Petra sich unterhält. Das ist alles möglich, es klappt und das hat mir auch sehr geholfen dann in den Tagen nach der OP. Wenn Sie sich selber, so wie Sie waren vor der OP, noch einen Rat geben könnten, hätten Sie was würde das sein? Irgendwas, was Sie anders machen würden? Was ich anders machen würde? Ja. Nee. Ich würde sagen, mach so schnell du kannst, dann erholst du dich schneller und dann kannst du auch eher anfangen, du selbst zu sein. Genau. Letzte Frage, wenn jemand die Interesse hat an einer OP bei uns mal Kontakt aufnehmen möchte über Internet, das wäre okay für Sie? Ja. Das ist sehr lieb. Vielen Dank für das Interview. Gerne.